Kostet dich die falsche Zwischenfrucht 1 Tonne Mais pro Hektar im Ertrag? Ja, das hat eine unabhängige, öffentlich geförderte Forschungsstelle festgestellt, indem sie verglichen hat eine einfache Standardmischung mit einer hochdiversen, artenreichen Zwischenfruchtmischung aus 17 verschiedenen Pflanzenarten und 5 verschiedenen Familien. Und das Ergebnis war, mit der artenreichen, diversen Zwischenfruchtmischung konnte der Ertrag um 1000 Kilogramm mehr gemessen werden gegenüber der anderen. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Die Bioforschung Austria, ein unabhängiges, öffentliches Forschungsinstitut, hat folgenden Versuch durchgeführt. 2 Zwischenfruchtmischungen verglichen, 4-mal wiederholt und das Ganze auch noch bei 2 Maissorten, dass man hier Sortenunterschiede ausschließen kann. Und dann hat man sich angesehen, welche Konsequenzen hat es im Boden, was die Biologie betrifft, was die Nährstoffe betrifft und vor allem, welche Konsequenzen hat es im Ertrag für den Mais im Folgejahr. Und das Ergebnis war, dass die artenreiche Mischung, die Mycomax überwinternd, von uns 17 verschiedene Pflanzenarten, 5 verschiedene Pflanzenfamilien, 1,1 Tonnen mehr Maisertrag bei 30% Feuchte oder 0,9 Tonnen Maisertrag bei 14% Feuchte mehr hatten als der Mais in der Variante nach einer einfachen Standardmischung besteht aus Buchweizen, Ölrettich, Kresse und Gelbsenf. Wir haben also 2 verschiedene Zwischenfruchtmischungen angebaut, die artenreiche Mycomax überwintert von uns und eine Standardmischung in 16 Parzellen, damit das eben ausreichend wiederholt ist. Und das Forschungsinstitut der Bioforschung Austria hat sich dann den Boden angesehen, die Entwicklung des Bodens, Bodenuntersuchungen durchgeführt, auch die Mikrobiologie, die Mykorrhizierung angesehen und dann am Ende den Maisertrag gemessen. Wir haben 2 verschiedene Maissorten gehabt. Einmal eine Corteva, eine Pioneer-Sorte P9610, einmal eine Decalb-Sorte TKC 4717, in Österreich bekannt als die Sonja. Das sind Reifezahlen von 370, 380. Das entspricht in Deutschland einer Reifezahl von 330 bis 350. Also schon relativ späte Hochertragssorten, die bei uns gut funktionieren. Und der Standort an sich, der war bei uns hier im Ort auch auf einer der besten Schläge, die wir haben. Und das freut mich dann besonders, nämlich, dass wir trotzdem, dass das Potenzial grundsätzlich schon so hoch ist, ja, hervorragende Sorten und hervorragende Böden, dass trotzdem die Zwischenfrucht, die Mycomax überwinternd gegenüber der Standardmischung eben um über 1 Tonne mehr Maisertrag geschaffen hat. Die Zwischenfrüchte wurden ausgesät im Sommer 2024, im Juli 2024. Davor wurden noch Bodenproben gezogen. Bei diesen Bodenproben, als man die gezogen hat, im Juli 24, da haben wir uns angeschaut, primär wie viel Stickstoff, wie viel Nmin ist vorhanden. Und zu diesem Zeitpunkt, das war trockener, heißer Sommer, war fast nichts vorhanden. Das heißt, die Ausgangssituation für beide Zwischenfruchtmischungen war relativ mau, also war wenig Potenzial da. Dann kam aber im Herbst der Jahrhundertregen, das Jahrhundert-Niederschlagsereignis mit über 300 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das heißt, im Herbst hat er natürlich eine entsprechend starke Mineralisierung eingesetzt und die Zwischenfrüchte haben sich auch noch stark entwickelt. Am 23. April war dann die Aussaat des Mais, also in diesen 16 Parzellen, wie gesagt, 4-fache Wiederholung, 2 verschiedene Maissorten, dass das Ganze Hand und Fuß hat, begleitet und untersucht eben von diesem Forschungsinstitut. Diese Aussaat am 23.04. war nach einer leichten Bodenbearbeitung, ich würde sagen Mulchsaat, einmal Kreislecke drüber, Aussaat des Mais. Dann hat sich das Institut, die Bioforschung, den Mais angesehen, die Entwicklung des Mais, die Mykorrhizierung des Mais, die Mykorrhizierung im Boden, die Bodenuntersuchung im Juni gemacht, im Maisbestand 2025 und dann im Herbst eben geerntet. Ja. Und die Ernte auf diesen 16 Parzellen, das heißt 4-fache Wiederholung, war eben absolut eindrucksvoll, welche Unterschiede man da sehen konnte. Der Maisertrag war grundsätzlich schon sehr hoch. Das heißt, das Ertragspotenzial war sehr hoch. Wir haben hier durchschnittlich auf dem ganzen untersuchten Fläche einen Maisertrag von 12,4 Tonnen Trockenmasse, das heißt mit 0% Feuchte. Und die Unterschiede zwischen den beiden Varianten, Mycomax überwintern und Standardmischung, war eben, dass wir bei 30% Feuchte umgerechnet 1,1 Tonnen Mehrertrag hatten, bei 14% Feuchte umgerechnet Kornertrag 900 Kilo Mehrertrag. Und in beiden Varianten, bei beiden Sorten konnte man diesen signifikanten Unterschied feststellen. Das heißt, Ergebnis war, offensichtlich hat diese Mycomax überwinternd den Boden besser vorbereitet, die Voraussetzungen besser geschaffen, dass der Mais mehr leisten kann und einen höheren Kornertrag hat. Und dieser Kornertrag, und das ist das Erfreuliche, der offensichtlich durch die richtige Zwischenfrucht entstanden ist, das ist ein Vorteil. Aber alle anderen Vorteile, die neben diesem
direkt messbaren Ertrag noch da sind. Erosionsschutz, Bodenstrukturverbesserung, Bodenverdichtungen beheben, Wasserhaushalt, all diese anderen Vorteile und Funktionen, die die Zwischenfrucht noch hat, die sind ja trotzdem noch zusätzlich da. Brauchen wir dazwischen noch eine Werbung eigentlich? Glaube nicht, oder? Vielleicht ganz kurz. Mycomax überwintert ist unsere Zwischenfruchtmischung. Wir entwickeln Zwischenfruchtmischungen. Wir haben auch aktuell eine Aktion, Max-Mischungen, minus 5%, halbe Versandkosten, Bitbags zugestellt, kostenfrei. Das alles gibt es auf der Website und jetzt geht es wieder weiter mit dem Video. Warum hat jetzt diese Mycomax überwinternd da so saugut performt? Ja? Eine eigentliche Forschungsaufgabe von diesem Institut war ja, sich anzusehen, wie entwickelt sich diese ganze Mykorrhizierung im Boden. Welche Auswirkungen haben die Zwischenfruchtmischungen auf die Mykorrhizierung? Und da war es so, dass eigentlich nicht wirklich klar erklärt werden konnte mit diesem Parameter Mykorrhizierung, warum der Ertrag so viel besser war. Man hat sich die Mykorrhizierung im Boden angeschaut, man hat sich die Mykorrhizierung in den Maispflanzen angesehen und hat teilweise sogar widersprüchliche Ergebnisse gehabt. Die Erklärung, warum man das nicht erklären konnte, ist vermutlich, dass das einerseits ein extrem komplexes Thema ist, diese Mykorrhizierung, und dass die Messbarkeiten davon noch immer nicht so einfach sind, auch wissenschaftlich, und dass der Boden per se offensichtlich aus den letzten Jahren ein sehr, sehr hohes Mykorrhizierungspotenzial hatte. Das heißt, alleine, die Mykorrhizierung alleine, die Mykorrhiza alleine und der Mykorrhiza-Pilz, dieser symbiontische Mykorrhiza-Pilz, der hatte alleine offensichtlich noch nicht diesen ausschlaggebenden Ertragseffekt gehabt. Es muss also insgesamt mehr passiert sein. Wenn man sich die oberirdische Biomasse der beiden Zwischenfruchtmischungen ansieht, einmal die Standardmischung und einmal die Mycomax überwintert, dann lassen sich davon vielleicht schon ein paar mehr Ableitungen treffen. Die oberirdische Biomasse wurde gemessen im November 2024, also mit Ende der Vegetation, weitestgehenden Ende der Vegetation. Ein paar überwinterte Pflanzenarten waren dann noch da. Aber das Ergebnis war, dass grundsätzlich die Biomasse der Mycomax etwas höher war, bei 4.600 Kilogramm pro Hektar, die Trockenmasse, und die Standardmischung hatte rund 4.500 Kilo. Der Unterschied war jetzt aber nicht so extrem groß. Was aber schon bedeutend in dieser Sache ist, dass optisch die Zwischenfrucht eigentlich nicht so gut ausgesehen hätte. Hätte ich nicht so hoch geschätzt. Interessant ist aber die Zusammensetzung. Denn was wir hier sehen ist, dass die Standardmischung, also Ölrettich, Buchweizen, Gelbsenf und Kresse, wesentlich mehr Stickstoff oberirdisch gebunden haben, nämlich mit 160 Kilogramm pro Hektar. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Pflanzen den mineralisierten Stickstoff, der im Herbst hier gekommen ist, sehr, sehr stark binden konnten. Die Mycomax hatte eigentlich nur 100 Kilogramm Stickstoff zu diesem Zeitpunkt oberirdisch gebunden. Der Stickstofffaktor alleine dürfte also hier mal nicht entscheidend sein. Was aber interessant ist und was wahrscheinlich schon eine Auswirkung hat, ist, dass bei der Mycomax in der oberirdischen Biomasse signifikant mehr Spurenelemente, bestimmte Spurenelemente gefunden worden sind. Zum Beispiel Kupfer, Eisen, Mangan, also offensichtlich Spurenelemente gebunden worden sind durch diese diverse artenreiche Mischung, die vielleicht der Mais in der Folgekultur ganz gut nutzen konnte. Das ist also die Momentaufnahme im November 2024 von der Zwischenfrucht. Jetzt gehen wir nach vor und schauen uns die Bodenuntersuchungen im Juni 2025 an. Der Mais steht schon, der Mais ist also schon im Wachstum eigentlich schon recht groß, macht bald zu. Und zu diesem Zeitpunkt hat die Bioforschung Austria, also dieses Forschungsinstitut, auch Bodenproben gezogen. Und auch hier lässt sich eigentlich sehen, okay, in den beiden Varianten zwischen den unterschiedlichen Zwischenfruchtmischungen lässt sich eigentlich kein Unterschied feststellen, was jetzt da im Boden an Nährstoffen gefunden wird. Ja, das heißt, aus der Bodenuntersuchung selbst heraus ließ es sich auch nicht erklären, ein Unterschied. Und das ist insofern interessant, dass man sagen kann, okay, die Mycomax hat vielleicht aufgrund der enthaltenen Leguminosen besser performt. Glaube ich nicht, weil sonst hätte man ja da im Juni spätestens sehen müssen, dass in der Mycomax-Variante mehr Stickstoff vorhanden war. Das heißt, auch hier die Begründung, rein die Leguminosen, die in der Mycomax überwintert ja doch schon sehr stark enthalten sind, rein die machen es aus, dass der Mais mehr performt. Also rein dieser Stickstoffgedanke, den man hier oft hat, auch der ist offensichtlich alleine nicht dafür verantwortlich, sonst hätte man das messen können. Was kann und ist also jetzt der Grund, dass die Mycomax überwintern besser performt? Das kann nur ein Gesamtpaket sein. Das kann also offensichtlich nur daran liegen, dass diese artenreichen, diversen Zwischenfruchtmischungen, die miteinander funktionieren, wo die Arten gut miteinander funktionieren, wo man auch schon Erfahrungen gemacht hat. Wir haben ja das ja nicht das erste Mal, dass wir uns das ansehen. Das ist nur das erste Mal in der Art und Weise, in der professionellen, unabhängigen Art und Weise, wo wir sehen, dass diese Mischungen gut performen vom Mais. Diese Mischungen sorgen einfach dafür, dass offensichtlich im Boden die richtige Biologie gefördert wird, das richtige Umfeld gefördert wird, die richtige Bodenstruktur gefördert wird, die dem Mais einfach gefällt und wo der Mais dann einfach bestmöglich performen kann.
Das ist das eine. Und das zweite, das lässt sich schon ableiten, ein Stück weit aus der oirdischen Biomasse, ist, dass diese artenreichen Zwischenblutmischungen bei bestimmten Spurenelementen einfach besser unterwegs sind, diese aufschließen können und das dann wahrscheinlich im Umkehrschluss den jungen Maispflanzen eine Unterstützung gibt. Was mich besonders freut, ist eben, dass dieses hohe Ertragspotenzial, das wir hier haben, extrem guter Boden, sehr gute Sorten, gute Bedingungen, grundsätzlich hoher Ertrag, dass trotz dieses Potenzial und trotz dieses hohen Ertrags, trotz diesen ganzen Faktoren immer noch so ein hoher Unterschied im Maisertrag nach der Mycomax-Überwinterung erzielt werden konnte. Also, ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert, wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.